Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christian, Melanie schwirrt hier schon irgendwo in der Botanik rum, denn wir sind heute wieder auf Erkundung, auf kleiner Expedition. Und zwar sind wir diesmal in Frankreich und heute zum Thema Ersten Weltkrieg unterwegs. Wir hatten zu diesem Thema schon mal zwei Videos auf unserem Kanal, aber ich will noch nicht so viel im Intro verraten, denn alles Weitere wird sich jetzt gleich zeigen. Also bleibt gespannt, bis gleich. So, zuerst wird es jetzt für uns hier spannend, sagt Melanie, denn wir müssen uns hier wieder durch die Karpaten hier, durch den Dschungel kämpfen, auch wenn es jetzt immer noch optimal für uns ist, von der Vegetation her. Aber das wird hier schon wieder, ihr seht es hier, wo Melanie schon wieder ist. Ja, währenddessen kann ich euch schon mal erzählen, was wir nämlich vorhaben. Und zwar hat es damals im Ersten Weltkrieg zurückgezogene Position in dem Gebiet gegeben, während man sich an der Somme mit dem Spaten in die Erde graben musste, damit man irgendwo eine Unterkunft hatte oder sich vor den Bombentrichtern sage ich schon und bin auch komplett lost, vor den Granaten schützen konnte, hat man hier alte Kalksteinbrüche oder Sandsteinbrüche genutzt. Melanie sagt schon, wir wären fast vorbeigegangen, um sich zu schützen, Unterkünfte zu nutzen. Und zwar natürliche. Aber jetzt muss ich mal kurz innehalten, weil Melanie schon was entdeckt hat. Das könnte dann so ein sogenanntes Fuchsloch sein, ne? Oh. Tatsächlich. Ah, glaubst du es nicht? Da hänge ich doch schon wieder an so einem Scheißding hier fest, ey. Okay. Da ist schon mein Mikro wieder abgegangen. Ja, das ist so ein Ding. Ohne Witz. Das ist schon so ein Teil. Ich guck mal, doch, hier gehen. Ich muss mal eben kurz mein Mikro wieder dran machen. Hier gehen zwei so eine Gänge runter. Gib mir mal die Kamera. So, Leute. Pass auf, da oben. So. Wie bitte? Ja, ich guck mal, hier gehen jetzt zwei Gänge runter. So, Leute, ihr könnt es schon ein bisschen hier erkennen. Das ist menschengemacht. Ihr seht das hier an den Seiten. Und wir müssen jetzt einfach mal ein bisschen hier gucken, was wir jetzt hier finden. Denn was können wir alles finden? Ich glaube, ich habe hier schon irgendwas gefunden. So ein Blech, irgendwas mit Blech hier. Wir können sowas jetzt da finden. Wow. Schaut mal hier. Ich habe Munition gefunden. Schon das erste. Ich weiß nicht, was das ist. Das sieht hier fast aus wie eine Bettpfanne. Und hier ist ein Streifen Munition drin. Das sieht mir aus wie 7,62. Das ist nämlich hier eine Soldatenkaverne oder Soldatenstollen. Hier ist sogar, schaut mal hier, Leute, hier ist ein Hammer noch. Also der Kopf von dem Hammer. Und ich glaube, da unten liegt noch mehr Munition. Hier in diesem Bereich. Seht ihr den Streifen hier unten? Da, wo ich jetzt mal direkt hinleuchte, da. Da ist ein Streifen, ich fasse das nicht an. Und hier oben ist ein Hammer. Kopf. Und es geht schon direkt spannend los, Leute.
Ich muss gucken, was hier noch alles ist. Hier ist ein alter Flaschenhals. Auch das ist alles aus der Zeit hier. Diese Relikte. Das sind riesige Ballone gewesen. Da war Wein meistens drin. Und auch hier, das was wir oben schon gefunden haben, Tierknochen, wo die Soldaten sich die Tiere halt genommen haben von Bauernhöfen und so weiter und dann hier halt zubereitet haben. Ihr seht hier diese alten Bretter noch. Das ist halt auch alles aus der Zeit hier. Hier hinten noch. Schaut mal, hier Leute, haben sie sich ein Lager gemacht mit den Flaschen. Hier. Das ist alles noch. Schaut euch das an, hier unten. Das ist alles aus der Zeit. Das ist nichts Aktuelles. Also das ist richtig spannend. Also wir bewegen uns halt hier wirklich in solchen Zeitkapseln einfach. Wir müssen deshalb entsprechend auch aufpassen, weil ihr habt es gerade schon zu Anfang gesehen, hier ist auch Munition. Und wir müssen auch mal schauen, weil es gibt hier überall an den Wänden auch zum Teil Reliefe, Zeichnungen von den Soldaten, weil die sich einfach hinter der Front hier aufgehalten haben. Ja, und ihr Leben hinter der Front halt gelebt haben. Wahnsinn. So, wie gesagt, wir sind jetzt auch schon direkt drin. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht, aber wir haben das Gebiet diesmal sehr gut eingegrenzt und hatten direkt Erfolg. Deshalb werde ich euch im weiteren Videoverlauf einfach noch was zu der Historie von dem Ganzen hier erzählen. Wir haben hier halt Glück, dass hier auch kein Wasser jetzt reingekommen ist. Oh, meine Güte, die Spinnen. Ja, Leute, ich habe ein weiteres Objekt gefunden. Deshalb hier muss man sehr vorsichtig sein. Ihr seht diesen Zylinder hier. Das wird hundertprozentig der Kopf von einer Stielhandgranate sein. Deshalb muss ich hier wirklich, wie gesagt, sehr, sehr vorsichtig sein. Ich kann halt auch, das müsst ihr mir halt einfach verzeihen, diese Orte auch nicht preisgeben. Das sind wie gesagt, halt Zeitkapseln, wo halt viele Sachen noch zu sehen und zu finden sind. Und gerade so Munition, Restbestände und so weiter, das ist hier in diesem Gebiet bekannt. Und es gibt hier halt unzählig. Wir werden das halt entsprechend markieren und halt auch jemandem Bescheid geben hier. Aber ja, ich kann halt wie gesagt keine genauen Indizien oder Hinweise halt geben. Und das ein bisschen oberflächlich halten, das müsst ihr mir verzeihen, weil ihr wisst, es gibt die und die Person, es gibt 100 vernünftig denkende Personen und einer, der ein bisschen aus der Reihe tanzt. Und diese Person, die muss dann halt nicht hier drin sein und halt irgendwas machen. Das heißt jetzt halt Entwenden von historischen Gütern, Zerstören von historischen Gütern, sich aneignen oder sonstigen Vandalismus hier betreiben. Und ja, deshalb ist es einfach nochmal für euch. Auch hier sehe ich gerade diesen Zylinder hier. Da. Auch das hier. So, und deshalb ist jeder Schritt muss wohl überlegt sein. So, hier sind noch weitere Metallteile, Granatreste. Hier oben seht ihr das. Da. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, Leute. Es ist wie gesagt halt die letzten Abenteuer halt auch in diesem Bereich. Um wirklich noch was aus diesen Zeiten halt zu finden. Das muss man einfach so sagen. Ne? Das ist wirklich erstaunlich, dass es das noch gibt. Ne? Erster Weltkrieg, über 100 Jahre.
Ja Leute, jetzt laufen wir hier einfach mal die Kante jetzt hier ab, was jetzt hier hochgeht. Wow. Das ist jetzt halt schon wieder so Adrenalin einfach und Spannung wegen den ersten Funden, die man schon gemacht hat. Das ist halt nicht alltäglich. Tja, jetzt läuft man hier wieder wie der letzte Berserker. Wow. Meine Güte. Weil die haben sich hier halt irgendwie so in den Fels gegraben. In den Fels sage ich schon. Ja gut, es ist ja Steinbruch. Jetzt muss ich mal eben kurz hier rumschmieren. So, müsste glaube ich gehen. Ja, und haben das halt genutzt, wie gesagt. Weil diese Steinbrüche, diese Kalksteinbrüche, die hat man schon seit Jahrhunderten vor Paris abgebaut und hat die halt für alle möglichen Bauten schon im Mittelalter verwendet. Ne? Man kennt das ja. Das ist zu hoch. Weiter unten, ne? Ja, es kann sein, dass... Ja, hier unten so punktuell. Es ist wie, als ob das so stollenmäßig reingeht. So, Freunde, die Funde gehen weiter. Wir müssen jetzt echt wirklich höllisch aufpassen. Und wie gesagt, auch wenn es jemand von euch wüsste, was ich eigentlich nicht glaube, macht es nicht nach. Auf keinen Fall. Wow. Jetzt laufen noch drauf zu. Zeigen wir euch das jetzt hier einmal. Hier haben wir auf der Seite einen Schweineschwanz. Ihr seht diese Infanterieabwehr, die damals überall errichtet wurde, um Posten und Stellungen zu sichern, wo ein Stacheldraht durchgeführt wird. So, und hier haben wir eine riesige Artilleriegranate. Da ist alles noch dran hier. Alles dran. Die ist auch scharf, oder was? Die ist scharf, klar. Also die wurde nicht abgefeuert. Der Führungsring, es ist alles noch dran, der den Trall gibt in der Kanone, damit die beschleunigt wird, sage ich jetzt mal, beziehungsweise in Rotation gerät. Und vorne hast du halt einfach noch den Kopf dran. Ne? Zünder im Prinzip, alles dran. Deshalb... Wann wird die jetzt explodieren, wenn die irgendwo auftrifft oder mit der Spitze auftrifft? Oder? Theoretisch ja, aber die Zünder und so weiter, es oxidiert ja alles und so weiter und kann halt auch irgendwann von alleine hochgehen. Auf jeden Fall darf es nicht bewegt werden, das ist logisch. Es darf nicht bewegt werden und man soll da jetzt auch so schnell wie möglich davon weggehen. So, jetzt schauen wir uns einfach mal den nächsten Stollen hier an. Also hier sind zwei so Stützen drin, zwei Stempel. Man geht jetzt hier praktisch so eine Mauer runter. Auch nicht schlecht, Leute. Schaut mal hier wäre es weitergegangen. Das ist verbrochen. Da geht es nicht weiter. Schaut mal hier. Hier haben sie sich praktisch solche Abstützungen reingemacht. Vielleicht wollen sie die komplette Wand verkleiden. So wie das hier aussieht. Man hat das ja hier mit diesem Draht fertig gemacht. Und dann sollte das höchstwahrscheinlich hier den ganzen Stollen so weitergehen. Weil man hier halt noch überall so viel von diesem Holz sieht. Das ist Wahnsinn. Ja, die wollten sich halt richtig gemütliche Unterkünfte halt bauen, wo die hinter der Front sich praktisch regenerieren konnten. Ach du grüne Neune. Ja, hier geht's weiter, Leute.
Schaut mal hier. Und teilweise ist es halt auch so gewesen, dass je nachdem, wie weit die Front weg war, das Ganze auch bis zur Front geführt hat. Also sehr weit konnten die unterirdisch bis zu der Front laufen. Und wieder zurück, logischerweise. Es ist hier alles sehr, sehr instabil. Ihr seht es aber. Das ist schon krass. Ich werde jetzt hier nicht durchgehen. Da unten liegt auch noch Stacheldraht. Weil da hinten ist ja eh zu. Vermutlich komplett verbrochen. Das macht einmal den Knick. Wahnsinn. So, erstmal wieder raus. Also es sind überall jetzt erstmal so kleine Steinbrüche. Jetzt haben wir aber noch nichts Gravierendes gefunden. Hier ist jetzt wieder so ein kleiner Raum einfach. Gut, es reichte in dem Moment auch. Die Schützenlöcher und so weiter für die Soldaten an anderen Frontabschnitten waren jetzt auch nicht größer. Aber da hat man auch eine gleichbleibende Temperatur, wenn man sich das vorne dann absichert. Und ja, wir sind auf jeden Fall jetzt erstmal auf der Suche nach einer größeren Kaverne. Ja, Kaverne kann man nicht sagen, es bleibt halt ein Steinbruch. Es sind dann halt nur kleinere Objekte jetzt gewesen. Es kann aber durchaus sein, dass die sich halt komplett selbstständig dann reingearbeitet haben und nicht nur immer das genommen haben, was schon zur Verfügung stand. Hier ist auch noch mal ein kleines. Das sind überall jetzt so kleine Löcher, die natürlich aber mal vom Umfang her größer waren. Da sehe ich jetzt auch ein Brett drin. So Leute, jetzt kommen wir zu einem ehemaligen Munitionslager. Und das heißt, wir müssen jetzt gleich noch mal richtig aufpassen. Das ist jetzt hier nicht zu unterschätzen, die ganze Angelegenheit. So, jetzt könnt ihr wieder erkennen, jetzt sind wir hier nämlich wieder auf dieser Straße oder ja, diesen Zuweg. Hier, Schatz, ist auch eine Höhle. Ich sage jetzt immer Höhle. Also ihr wisst, was gemeint ist. Alter, was liegt denn da unten? Ey, das ist ja der mindestens 40 cm, oder? Das, was da an einem Stein liegt. Ach du Scheiße, der ist ja noch mal doppelt so groß, diese Granate, wie das, was wir gerade eben gesehen haben. Ey, was liegt denn hier noch rum? Und ja, Leute, ihr müsst bedenken, das ist hier nicht irgendwie ein militärisches Sperrgebiet oder irgendwas. Oder als separates ehemaliges Schlachtfeld ausgewiesen. Nein, das ist es eben nicht. Es ist einfach ein vergessenes Lager- und Rückzugsort für Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg gewesen. Vornehmlich waren hier die Deutschen. Und ich gehe jetzt eben mal zu dem Fund, Leute. Das werdet ihr mir nicht glauben, was ich jetzt hier gefunden habe. Ach du grüne Neune, ey. Was ist das denn für ein Kaliber? Ach du Scheiße. Ihr könnt die kleine Olight Mini Taschenlampe, die tue ich mal zum Größenvergleich, weil ich keinen Zollstock mit habe, hier hin. So Leute, jetzt wisst ihr Bescheid, von was wir hier sprechen. Also da oben, der Zünder ist scheinbar weg, aber wir sind keine Experten. Wir können Munition erkennen, logisch, aber wir können den Zustand der Munition nicht beurteilen. Es liegt halt einfach nur hier oben ist eine explodierte Granate. Das wird das gleiche Kaliber gewesen sein. Auch hier habt ihr den Vergleich. Das ist Wahnsinn. Und hier sind jetzt die einzelnen Elemente von diesem Bunker oder Unterstand wird es jetzt gewesen sein, wo man das gelagert hat. Vielleicht war das auch hier, sage ich mal, in dem Berg drin. Und hier seht ihr das nächste Objekt, wo wir jetzt uns nicht lange aufhalten. Da, der Zünder ist noch dran, deshalb gehen wir jetzt schnell wieder hier weg. Aber es kann gut möglich sein, dass das schon jemand halt ausgegraben hat
und da bereitgelegt hat. Das kann durchaus sein. Weil was man halt auf jeden Fall gesehen hat, ist, dass ja auch viele Waldarbeiter hier drin gewesen sein müssen. Überall sind halt gefällte Bäume. Gut, der ist jetzt normal hier umgefallen. Aber die sind halt auch hier durchgegangen. Ich vermute mal ganz stark, dass die das halt hochgeholt haben. Dass das gar nicht wirklich an der Oberfläche gelegen hat, nicht mehr. Dass man früher nach dem Krieg diese Stellen, also es gab viele Stellen, wo man einfach nur Erde drüber gekippt hat, weil man das einfach nicht entsorgen konnte. Ne? Das gerade direkt nach dem Krieg, und wer sollte das halt machen? Ne? Unmöglich. Hier liegen auch noch überall die alten Flaschen rum. Das sind auch Relikte, genau aus dieser Zeit. Hier gibt es auch keinen neumodischen Müll. Das sind so typische Bierflaschen aus der Zeit. Die Soldaten haben hier übermäßig viel getrunken, damit sie halt auch den Krieg in der ganzen Art und Weise einfach zu ertragen. Das ist logisch. Das kann sich heute keiner vorstellen. Maximal die Leute, die in aktuellen Kriegen kämpfen. Aber wir, sage ich jetzt mal, gut behüteten, wir haben einfach keine Vorstellung davon. Der nächste Fund, Leute, von einer Stielhandgranate. Hier, der Kopf. Für alle, die es jetzt nicht wissen, das wurde jetzt vornehmlich von den Deutschen im Ersten, auch später im Zweiten Weltkrieg genutzt. Umgangssprachlich nannte man das auch Kartoffelstampfer. Da war praktisch hier unten, deshalb ist das nicht mehr vorhanden, praktisch ein Holzstiel angebracht, mit dem man die Granate so greifen konnte und dann werfen konnte. Und das ist der Kopf davon. Also hat man jetzt auch hier, wie gesagt, nicht nur Artilleriegranaten gelagert, sondern auch Infanteriewaffen. Die liegen immer noch so hier. Mein Gott, ey. Ihr habt da wieder den Größenvergleich. Wie gesagt, das ist die Olight Mini. Das ist doch nicht zu fassen, Leute, hier. Hier haben wir sogar noch ein Grabungswerkzeug gefunden. Also die Funde gehen wirklich Schlag auf Schlag. Das ist so ein typisches, ja, so ein typischer Spaten auch aus der Zeit. So Leute, jetzt einen beschwerlichen Fußmarsch hier hoch. Ihr könnt hier noch die ersten Abdeckungen sehen. Wir sind jetzt von da unten irgendwie jetzt hier hochgekommen. Und schaut mal hier, wieder voll Relikte. Hier ist noch ein alter Deckel von einem Topf. Und jetzt haben wir hier ein langes Munitionslager gefunden. Ihr seht die ganzen Elemente noch, die hier zusammengefallen sind. Das ging bis hier hinten hin. Bis hier hinten rein. Ja. Und hier habt ihr natürlich auch wieder dann den Inhalt von dem Ganzen. Da seht ihr es ja. Und hier werden bestimmt noch einige drunter liegen. Ihr habt das nochmal von hier oben und seht auch, wie groß der ganze Bereich ist. Oh. Also hier ist man schon wieder echt außer Puste. Also das Munitionslager muss schon wirklich groß gewesen sein hier. Ja, Steine, ich habe immer so Gedankenaussetzer. Sorry Leute, das ist manchmal immer so mein Problem, dass ich dann in Gedanken bin, am Gucken bin, am Forschen bin und dann vergesse ich komplett, was ich jetzt in die Kamera sprechen will. Das ist so ein Problem, was ich immer habe. Dann fragen sich wahrscheinlich die Leute immer noch, ja, kommt jetzt noch was? Will er jetzt noch was sagen? Oder ja, keine Ahnung, was das jetzt ist hier. Krass. Da habe ich jetzt überhaupt gar keine Vorstellung. Auf
Auf jeden Fall wurde hier oben was draufgeschraubt. Massiver, oh nein, oh nein. Ein massiver Sockel. Hier steht auch irgendwas dran. Ja, die Sonne kommt jetzt gerade so schlecht. Hier ist eine 8, eine 7, Nummer 8787 am A-M-E, kann ich nicht erkennen, RS, Ammers. Und hier MRGES 8T, nicht zu erkennen. Leute, ich weiß nicht, was es ist. Es ist hier massiv betoniert. Nicht, dass das jetzt hier irgendwie... Das kann ich mir nicht vorstellen, weil hier ist das Munitionslager, dass das irgendwie... Aber das ist hier einbetoniert. Mit einem Schraubgewinde. Das ist jetzt nichts Explosives. Aber das hier und das hier, das liegt hier noch fein säuberlich aneinandergereiht, Leute. Hier. Hier oben, es ist ein komplettes Munitionslager auch hier. Ich wäre verrückt. So, es ist wieder eine kleine Kammer. Mal gucken. Da hinten haben die Haufen Bretter da drin. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich da durchkomme. Boah, hier ist eine dicke schwarze Spinne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute, was mache ich hier wieder? Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. In irgendeine Kammer. Vielleicht ist hier noch ein Relikt. Hä? Oh, Leute. Oh, tatsächlich. Hier sind ein Haufen Bretter. Oh. 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 So, Leute. Schaut mal hier. Hier wäre es aber wieder nach draußen gegangen. Oh. So sieht dieses Ständerwerk hier aus, mit dem die das Ganze abgestützt haben. Ich weiß nicht, warum die das hier so gemacht haben. Oh. Oh. Ich hänge. Kurze Verschnaufspause. Ich bleibe jetzt hier hängen und schlafe einfach. Scheiße.
So Leute, wir mussten jetzt ein kleines Stückchen weiterfahren von dem Standort, aber nicht allzu weit, weil die kleinen Anlagen, die wir jetzt gefunden haben, eigentlich weitgehend nur für Munition gewesen sind zum Zwischenlagern. Und ihr könnt das jetzt schon erkennen, jetzt gehen wir jetzt einen größeren Kalksteinbruch, der scheinbar aber auch zwischenzeitlich ja, für die Champignonzucht genutzt wurde. Das ist auch üblich, dass man solche Anlagen für die Pilzzucht verwendet hat. Deshalb werden wir hier natürlich jetzt auch einigen modernen Müll sehen, aber hoffentlich jetzt auch noch einige der Relikte, beziehungsweise Relikte in dem Sinne von Inschriften, Zeichnungen an den Wänden. Also wir haben da zumindest einige Fotos gesehen von der Anlage und deshalb hoffe ich mir, dass wir da jetzt auch einiges finden. Deshalb werden wir jetzt auch nicht, denke ich mal, die komplette Anlage jetzt filmen. Wie gesagt, das ist ein riesiger Kalksteinbruch und der wird sich höchstwahrscheinlich sehr weit verzweigen. Aber sobald spannende Funde kommen, werden wir die natürlich dann für euch dokumentieren. Sonst ist das Video 3 Stunden und für euch sicherlich langweilig. So, ihr könnt Melanie schon sehen, wird immer kleiner. Ich mache jetzt die Lampe an und dann geht's los. Okay, die ersten Hinweistafeln haben wir, die hier in den Stein gemeißelt wurden. Leider hier auch schon ein bisschen zerstört, indem man ja, so einen modernen Pfeil reingemacht hat. Also ein Hinweisschild auf Französisch, was auf den Ausgang verweist. Hier habe ich eine zweite Tafel gefunden. Ich vermute mal, dass das hier so eine Art Bestandsaufnahme ist. Jetzt muss ich gucken, wie ich das hier am besten für euch anleuchte. So. Da könnt ihr die ganzen Zahlen erkennen. Puiz. Ja, wahrscheinlich Stollen 7 oder Kammer 7. Ja, wie gesagt, die Soldaten haben unterirdisch wirklich teilweise auch Städte gehabt, ne, also noch größer als diese Anlage. Gut, wir sind jetzt hier auch noch nicht komplett durch, wo halt alles drin war. Ja, jetzt bin ich schon wieder abgeschweift. Also wie gesagt, die Soldaten haben sich hier wirklich gigantische Städte teilweise unter Tage errichtet, wo alles halt drin war. Krankenhäuser, also Hospitäler, wo die Kranken versorgt wurden von der Front, allgemeine Unterkünfte, wo die Soldaten halt nach dem Rotationsprinzip immer mal wieder ausgetauscht wurden und dann eine Zeit lang hier hinten praktisch genesen konnten von der Front. Ja, und ja, wie gesagt, mit den Munition, das habt ihr heute als mehr als genug gesehen, dass das gelagert wurde. Und ja, also hat sich im Prinzip alles abgespielt hinter der Front, was halt so zum Alltag gehörte. Ne? Auch Essensvorbereitung, Küche und so weiter war hier untergebracht. Das war schon Wahnsinn. Ja, ich glaube, wir sind jetzt in dem älteren Bereich, Schatz. Hier könnt ihr das mal sehen. Hier liegt älterer Müll rum. Das ist ein Lederriemen. Vielleicht von der Koppel oder sowas. Könnt ihr das erkennen? Ich kann es nur nicht lesen. Ich habe das ein bisschen frei gemacht hier. Guck dir mal dieses Stück hier an. Wenn du von vorne drauf guckst, kannst du das lesen? Und hier sind auch Munitionsreste wieder. Ja, also hier sind wir jetzt wirklich in dem interessanteren Teil. Hier ist überall alter Müll von den Soldaten. Flaschen ohne Ende, Metallteile, Lederriemen. Wir haben hier auch so eine Art, ja, wie eine größere Gürtelschnalle. Schaut mal. Wir haben natürlich aber auch wieder Munitionsreste hier eben gefunden. Und zwar hier in diesem Loch ist eine Stielhandgranate drin. Da habt ihr nämlich sogar noch ein bisschen was von dem Holz dran. Oben ist aber der Sprengkörper schon aufgeplatzt. Hier
Das Leder hält sich hier halt auch gut. Konservendosen. Also haben wir hier jetzt Indizien gefunden, dass sich hier die Soldaten definitiv aufgehalten haben. Und jetzt wird es auch noch mal krass. Hier, ich glaube mal, dass Leute hier gesondelt und ausgegraben haben. Schaut mal her, das sind Teile von Betten, die hier standen. Und hier ist eins, da sind leider schon die Steine drauf gefallen. Hier werden mehrere Betten gestanden haben. Hier ist auch noch ein alter Eimer. Ein Hufeisen. Hier auch. Schau mal. Ach jo, ja, das hat einer schon so fein säuberlich hier hingelegt. Tatsächlich. Also Leute haben wirklich hier aktiv gegraben und das hier unter dem Schutt vorgeholt. Hier liegen so viele Relikte. Lederreste von einem Schuh. Ja, eindeutig. Da könnt ihr die Naht erkennen. Hier auch noch mehr Lederteile. Wow, hier steht sogar was drauf, Leute. Und zwar hier oben. 82R. Wie halte ich denn hier die Taschenlampe? Gott verdammt nochmal. 82R. Lederteile. Gürtel, Schnallen. Da. Wahnsinn. Hier von den Betten hier hinten noch. Das sind noch die Federn. Alles hier rausgeholt. Die haben mir gesondelt ohne Ende, glaub's mir. Das sieht aber so aus, als ob man das so Teile sind, jetzt nicht direkt für einen Schuh, sondern ja so Flicken, dass man jetzt was reparieren konnte. Irgendwie so wirkt es halt. Hier, guck mal, hier haben wir jetzt mal ein bisschen was ausgestanztes. Tatsächlich. Und man hat hier nicht weitergemacht. Guck mal, man hat es angefangen, hat die 25 beendet und Punkt A, Punkt 13 sollte noch gemacht werden. Hat man nicht geschafft. Guck mal, hier steht wieder dieses Fuchsestraße drauf. Und hier ist alles in sich zusammengefallen. Hier wäre es noch weitergegangen, Leute. Wie gesagt, das sind halt richtige Straßennamen, die man hier unten vergeben hat, weil das so groß war, dass die Soldaten sich halt orientieren konnten. Das ist wie eine unterirdische Stadt halt. Wahnsinn. Noch mehr Flaschen. Da haben sie weitergesucht. Da unten ist so viel Holz, das ist hier alles zusammengefallen. Ich will nicht wissen, was hier unter dem Ganzen noch an Relikten liegt. Das ist unfassbar. Da hinten ist nochmal so ein Gitterbett. Ganz da hinten, ihr könnt es erkennen. Aber schaut euch das hier an, das ist absolut lebensgefährlich. So, ich glaube, wir machen uns jetzt auch hier eher auf den Rückweg. Und das hier nicht überstrapazieren, das Ganze. Es ist einfach richtig spannend. So Leute, jetzt haben wir ein kleines Problem. Wir haben uns jetzt ein bisschen verfranst, weil diese Anlage richtig, richtig groß ist. Und das ist halt auch richtig übel. Da hinten waren wir gerade durchgegangen, das ist nochmal ein Tunnel. Aber ihr erkennt das hatten wir vorhin einmal aufgenommen, wo ich mich so beschwert hatte über, ja, dass das vollgemalt ist. So, und jetzt müssten wir eigentlich richtig sein. Wir hatten auf einmal Zahlen gelesen, die hatten wir vorher überhaupt nicht auf dem Schirm, ey. Noch sind wir nicht draußen. Da ist uns jetzt gerade echt das Herz in die Hose gerutscht. Wie gesagt, das sind unterirdische Städte gewesen für die Soldaten. Das war jetzt gerade uns nochmal bewusst. Da kann man echt schon fast froh sein, dass hier der Müll noch rumliegt, damit wir uns anhand des Mülls noch orientieren können. Boah, ey, dann ist die Anlage wirklich gigantisch. So Leute, wir haben erfolgreich den Ausgang gefunden. War nochmal eine knappe Geschichte, einmal falsch abgebogen.
Ja, und dann hat man das Problem. Ja, wie gesagt, Leute, ich hoffe oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr habt jetzt die Aspekte so ein bisschen kennengelernt, die hinter der Front für die Soldaten, also wie die Abläufe halt gewesen sind. Wir werden uns da auf jeden Fall noch mehr anschauen, weil ihr erkennt einfach, wie viele Relikte in dem Zusammenhang in der Gegend halt noch rumliegen. Nicht nur die Munition, das war alleine war schon krass. Also gefühlt war der ganze Wald voll Munition. Also das müssen riesige Munitionslager einfach gewesen sein. Das ist schon wirklich gigantisch. Und jetzt hier die erste Anlage, ja, die erste größere, ja, ersten größeren Kalksteinbruch. Und mit den Relikten, die wir jetzt in einer Nische gefunden haben, sage ich mal, die haben ja auch schon für sich gesprochen. Knochen von den Tieren, Bettgestelle, Lederreste, auch wieder Munitionsteile, viel Metall, Konserven, Flaschen, also das, was man im täglichen Leben halt brauchte. Und ja, Reliefe haben wir leider hier noch nicht gefunden in der Anlage. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, ob es hier welche gab. Wir haben ein paar kleine gefunden, also ein paar ja, Flächen, wo was notiert wurde. Und eine Fläche, die so ein bisschen rausgearbeitet wurde, also rausgemeißelt wurde, ein paar Ziffern. Aber jetzt noch kein typisches Relief, dass wir hier, was weiß ich, ein Gemälde oder irgendeine künstlerische Art und Weise im Felsen entdeckt haben. Das war jetzt gar nicht der Fall. Aber kann ja alles noch kommen. So, an dieser Stelle jetzt viel gelabert. Verabschieden wir uns mit dem Video. Schaltet auf jeden Fall das nächste Video an, was jetzt hier gezeigt wird. Wir würden uns sehr über ein Abo freuen. Es ist vollkommen kostenlos, also ihr könnt da gerne draufklicken. Und ja, schreibt uns auch was in die Kommentare, was ihr von der Anlage haltet, ob ihr schon mal sowas besucht habt, ob ihr auf Relikte gestoßen seid oder ob euch das vollkommen unbekannt gewesen ist. Also, macht's gut.